Bei einem Thema werden die Ampelgespräche wohl sehr entspannt laufen. Man könnte sagen, geradezu gechillt. Und zwar bei der Cannabisfreigabe. Das Bundeskabinett hat heute die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach zur Legalisierung von Cannabis gebilligt. Wir können ja nicht so weitermachen wie jetzt. Die Cannabis-Legalisierung steht in den Startlöchern. Und alle warten gespannt. Cannabis reicht ja nicht, sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Die einen trinken ein Feierabendbier, die anderen rauchen einen Feierabendjoint. Was ist das Problem? Wie die zahlreichen Debatten unserer heutigen Zeit beschäftigt auch das Thema Cannabis-Legalisierung unsere Gesellschaft. Doch wie sieht das Meinungsbild auf unserem Campus dazu aus? Wir haben verschiedene Personen an der CAU gefragt, was hältst du von der bevorstehenden Cannabis-Legalisierung? Ich finde es nicht gut, weil für mich ist es eine Einstiegsdroge und ich finde eher, dass es die Strafen verschärft werden sollen, auch für Alkohol, finde ich nicht gut. Macht keinen Sinn, Alkohol zu verbieten, wenn Cannabis illegal ist. Und auch dieses Argument immer mit Einstiegsdroge ist auch schwierig. Ist halt nur eine Einstiegsdroge, weil du zu irgendeinem Dealer fährst, der auch noch andere Drogen hat. Und wenn es staatlich kontrolliert wird, ist es deutlich besser für die Konsumenten und auch für den Jugendschutz, dass die dann nicht mit 13 irgendeine zusammengepanschte Scheiße rauchen müssen. Weil es wird ja konsumiert. Ich halte davon gar nichts, weil ich glaube, dass es schwierig ist für alle, die da Zugang haben, vernünftig damit umzugehen. Und deshalb lehne ich das ab. Naja, erstmal denke ich, kann das jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und zweitens, denke ich mal, dass es den Schwarzmarkt aussehen kann und dass dann bessere Qualität für alle sorgt. Für Gegnerinnen und Gegner der Legalisierung sind die Gefahren von allgemeinem Konsumanstieg, Sucht und Psychosen ein zu hohes Risiko. Ich denke, der Stoff ist einfach gefährlich, er macht abhängig und man sollte ihn nicht so leicht in die Hände bekommen. Insofern bin ich eher dagegen. Ich finde das nicht so ganz in Ordnung. Wieso finden Sie das nicht ganz in Ordnung? Weil es einfach zu leicht ist, daran zu kommen dann. Und es ja nun doch gesundheitsschädlich ist, ne? Ich sehe das Ganze selber ein bisschen kritisch, weil gerade die Wirkungen, die Folgen von Cannabis eben ziemlich schwerwiegend sind und weiß nicht, also wie gesagt, ich sehe das kritisch, ich bin da eher ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber. Befürworterinnen und Befürworter sind davon überzeugt, dass die Legalisierung den Schwarzmarkt austrocknen wird. Damit werden Probleme wie verunreinigtes Cannabis durch Streckmittel oder ein problematisch hoher THC-Gehalt gelöst. Auch die steuerlichen Mehreinnahmen von ca. 4,7 Milliarden Euro stimmen so manche Bürgerinnen und Bürger positiv. Ich glaube, dass eben ein Verbot nicht die Lösung ist, um Leuten zu helfen oder irgendwie da weiterzukommen. Ich glaube, dass es nicht unbedingt so eine starke Einstiegsdroge ist, wie das immer meistens von den Medien dargestellt wird. Ich glaube halt, dass wenn man dann den Markt besser kontrollieren kann und da auch mehr Sicherheit sorgen kann, dass was ja einfach für mehr Transparenz auch sorgt. Ich meine, jeder ist ja für sich selber verantwortlich und irgendwie kommt man da immer dran und ob es jetzt legal ist oder nicht. Wenn man es will, kann man es trotzdem. Ich meine, im Endeffekt, die Leute, die rauchen, die werden sich das so oder so holen. Ne? Deswegen, dann sollte man es legalisieren und dann hat der Staat auch was davon und dann ist gut. Wenn andere Drogen legal sind, wenn wir von Alkohol sprechen oder so, finde ich Cannabis eigentlich nur folgerichtig irgendwie. Also ich persönlich nehme nicht so viel davon zu mir, früher ein bisschen mehr natürlich, aber das beeinflusst jetzt meinen Lebensentwurf nicht so sehr, dass ich sagen würde, ich bin da ein starker Befürworter. Aber ein bisschen so wie sie gesagt hat, ich denke mir halt schon, dass das eine von den Substanzen ist, die halt wirklich keine allzu negativen Auswirkungen hat, wenn man halt drauf aufpasst. Besonders wenn man halt auch ein bisschen erwachsener ist und damit anfängt. Deswegen denke ich, da kann man da besser kontrollieren, wenn man das halt legalisiert und dann vielleicht auch so verstaatlicht ausgibt, so meine Güte. Dann ist das halt verfügbar, aber halt durch mehr Kontrolle. Und ich denke mal, das ist doch das, was dann vielleicht das Gute an der Sache ist. Dass es ein bisschen entkriminalisiert wird, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. So, wie wir gehört haben, sind die Meinungen hier auf dem Campus zum Thema Cannabis-Legalisierung sehr gespalten. Auch die EU steht noch einer Legalisierung in Deutschland im Wege. Dennoch liegt ein Gesetzesentwurf vor, der den Besitz von 20 bis 30 Gramm Cannabis erlaubt. Wie steht ihr denn dazu? Schreibt es uns unten gerne in die Kommentare und schaut doch auch bei unserem anderen Video über die coolsten Bars in Kiel rein.